Hallo, heute ist Samstag, der 8. Januar 2022. Ja, jetzt sitze ich hier schon seit einigen Wochen immer auf meiner Couch. Also heute offensichtlich nicht, aber sonst die letzten Wochen saß ich immer auf meiner Couch und erzählte euch Sachen, die ich so gelernt habe. Seit neuestem arbeite ich mich auch an dem Thema Gefühle ab. Ein bisschen komme ich mir so vor wie unser Mathelehrer in der Oberstufe, der immer voll Begeisterung die ganze Stunde an irgendwelchen Formeln an der Tafel rumgerechnet hat, bevor er dann uns strahlend sein Ergebnis präsentierte und gar nicht gemerkt hat, wie wir uns eigentlich schon völlig aus der Stunde ausgeklinkt hatten. Also, will damit sagen, wir hatten schon vor langer Zeit den Faden verloren, was unser Lehrer da eigentlich macht und wozu das gut sein soll und wo er eigentlich hin wollte. Damit mir das jetzt nicht auch passiert, will ich euch jetzt auch mal mitnehmen und wir gehen mal ein paar Schritte zurück, um uns den ganzen Wald anzusehen, anstatt immer die ganze Zeit nur irgendwelche Tannennadeln unter dem Mikroskop zu sezieren. Also ganz viele Schritte zurück, bis ganz zum Anfang. Also als ich angefangen habe, da war ich mir noch nicht mal sicher, wie lange ich diesen Kanal hier betreiben werde, ob ich ihn überhaupt betreiben soll. Na, in was haben wir uns jetzt schon wieder reingesteigert? Transidentität, ja. Das war damals so mein Thema und darüber lässt sich auch jede Menge erzählen. Im Grunde habe ich meine gesamte Entwicklung von es weiß noch niemand, aber ich habe den Verdacht, trans zu sein, bis im Prinzip heute dokumentiert. Woran merkt man, dass man trans ist? Wie hast du denn bisher eigentlich gelebt? Was hat sich bei dir zuallererst verändert? So, was passiert nun, wenn Testosteron ins Spiel kommt? Die kurze Antwort lautet, es wächst. Ich habe mal wieder mein Operationsbesteck gezückt. Der Perspektivwechsel, wenn man mal als Frau und mal wie ein Mann und mal irgendwo dazwischen lebt, der war ja auch aufschlussreich. Daraus ließen sich ja gleich noch viel mehr spannende Themen ableiten. Beispielsweise, wie viele Annahmen die Menschen so über Geschlecht haben und wie wenig das mit der Realität zu tun hat. Dazu kommen eben noch soziale Komponenten. Sie sprechen der Biologie ab, das alleinige Erklärungsmerkmal für Frausein und für Mannsein darzustellen. Zwischen den Geschlechtern habe ich schon oft gewechselt. Eine Zeit lang täglich und keiner hat's gemerkt. Wir nehmen voneinander viele Faktoren auf, die am Ende alle in ein Gesamturteil einfließen. Identität findet halt nur im Kopf statt und in diesen können andere Menschen ja nicht hineingucken. Zum Glück. Irgendwann hatte ich dann den Punkt erreicht, wo ich mit meiner eigenen Transition im Prinzip zufrieden war. Und ich fand es an der Zeit, den Blick mal nach außen auf die anderen Menschen zu richten. Nun, wo ich wusste, wie viel besser es sich lebt, wenn man mal sich selbst gegenüber versöhnlicher eingestellt ist und wie versöhnlicher man dann auch andere Menschen betrachtet, wollte ich andere auch irgendwie dazu verhelfen. Immerhin haben die ja dank des Gesundheitssystems meine Transition mit ermöglicht. Da ist es ja nur fair, wenn ich ihnen etwas davon zurückgebe. Also nahm ich mir allgemeinere Themen vor, über die ich gerade so zufällig gestolpert bin und die ich irgendwie interessant fand. Sei du selbst. Das ist kein Ratschlag, das ist noch nicht einmal hilfreich. Mittelmaß ist also die Höchststrafe. Sie hat sogar ihre eigene Farbe. Grau. Es sprechen keine logischen Gründe dafür, dass es mir schlecht gehen sollte, also geht es mir gut. Der Boden wurde also bereitet und nun ist es an uns, die Ernte einzufahren. Kurz, wir müssen abliefern. Politische Vorhaben gegen Hass und Ausbeutung und für mehr soziale Gerechtigkeit, Toleranz, Rücksicht und sowas landeten bei mir auf der Tagesordnung. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft ich damals auf der Straße stand und an Demos teilgenommen habe. Ich wollte so gern etwas bewegen, wusste aber nicht wie. Meine Expertise erstreckte sich ja dann doch auf ein sehr nischiges Thema inmitten von Geschlechtlichkeit und Gender. Nicht, dass das jetzt nicht auch Themen mit Konfliktpotenzial wären. Oh nein. Toxische Maskulinität und solche Themen, die lassen sie im Internet ja auch regelmäßig in den Kommentarspalten knistern. Und das Thema eignete sich wunderbar für mich, um mal auseinander zu klamüsern, wie die Toxizität da so funktionierte. Menschen anhand bestimmter Kriterien in zwei Lager einteilen. Kriterien wie Stärke, Rationalität oder Selbstständigkeit und sowas. Und dann die eine Gruppe als grundsätzlich überlegen und die andere als minderwertig betrachten. Wobei man selbst natürlich in der ersteren Gruppe steckt, ist ja klar. Schon sind Menschen, die Stärke ausdrücken, den schwach erscheinenden überlegen.
Oder rationale Menschen gelten den emotionalen Menschen überlegen. Oder wer allein klarkommt, der ist denen überlegen, die Hilfe bei anderen suchen. Oder Abhärtung ist der künstlerischen Weichheit und der Verspieltheit überlegen und so weiter und so weiter. Wenn du versagst im Mannsein, dann fällst du herunter auf die Stufe einer Frau. Kein Applaus also für die Überhöhung von Geschlechtern, egal wie rum. Da habe ich die Toxizität immerhin an dem Beispiel der Geschlechtlichkeit einmal genau unter die Lupe genommen. Aber dahinter lagen noch viel größere und entscheidendere Themen. An die wollte ich auch ran. Nur wie, wenn ich davon doch gar nichts verstand. Als ob das noch nicht genug gewesen wäre, hatte ich zudem den Eindruck, als ob ich an dem Hass selbst eigentlich gar nichts ändern würde. Also der Hass, der verschwand ja nicht einfach dadurch, dass ich dagegen auf die Straße ging. Eher im Gegenteil, es wirkte so, als ob sich die Positionen damit nur symbolisch wiederholen würden. Wir hier, die da drüben, zwischen uns eine Absperrung und von beiden Seiten schreit man unfreundlich aufeinander ein. Es diente auch der Festigung meines eigenen Welt- und Selbstbildes. Ich wollte mir nämlich beweisen, dass ich mich für das Richtige einsetze und deswegen ja ein guter Mensch sein müsste, stimmt's? Dabei hatte ich gegen diejenigen, die auf der anderen Seite der Absperrung standen, eigentlich gar nichts einzuwenden. Im Gegenteil, ich war davon überzeugt, dass sie und ich in ganz vielen Punkten durchaus Ähnlichkeiten hatten. Nur die Lösungsidee, wie sie glaubten, ihre Ziele erreichen zu können, das hielt sich halt für einen kompletten Holzweg. Denn auch wenn mal die Reporter ihre Mikros in die Masse der anderen hineingehalten haben, was ich da so hörte, das kam mir bekannt vor. Genauso hätten auch meine Nachbarn oder meine Familie oder früher sogar ich selbst sprechen können. Außerdem beobachtete ich, dass zwar bestimmte Formen des Hasses besonders präsent waren und regelmäßig zivilgemeinschaftlichen Gegenwind erfuhren, zu Recht im Übrigen, aber diese Feindseligkeit eigentlich noch viel weiter verbreitet war. Da gibt es Geschichten von Leuten, die früher Nazis waren und nun als Punks unterwegs sind. Oder umgekehrt. Wenn wir uns das politische Spektrum von ganz rechts bis ganz links ansehen, dann müssten die doch bei diesem Unterfangen einmal quer durch das gesamte Spektrum durchgedüst sein. Aber so beschreiben das die betreffenden Menschen überhaupt nicht. Es war vielmehr ein Schalter, der umgekippt ist. So als gäbe es eine Abkürzung von dem einen Zipfel bis ans gegenüberliegende Ende. Die beiden Parteien dürfen nicht einfach nur so voreinander stehen und sich mit ihrer unterschiedlichen Meinungen tolerieren. Und aus einem einfachen Schlagabtausch wird eine epische Erzählung. Nur über meine Leiche. Du bist wirklich mutig. Dann habe ich mich etwas ausführlicher mit dem Thema Detransition beschäftigt, also Leute, die sich selbst mal als Transgender identifiziert hatten, aber das inzwischen revidiert haben und wieder umkehren, um es mal ganz platt zu formulieren. Und dabei stieß ich schon wieder auf genau dieses selbe Phänomen. Leute, die vorher mit eiserner Entschlossenheit die Rechte von Transmenschen verteidigt haben, die hielten denen nun mit derselben Entschlossenheit vor, doch nur einem Kult anzuhängen. Wieder schienen sie von extrem pro-trans nach extrem anti-trans umgekippt zu sein. Manchmal habe ich den Eindruck, das Weltbild hat sich eigentlich gar nicht groß geändert, nur die Richtung hat sich gedreht. Könnte es also sein, dass diese Toxizität, diese Feindseligkeit sich gar nicht auf ein bestimmtes Thema beschränkte, sondern irgendwie universell war? In dem Fall wäre es ja auch gar nicht so schlimm, wenn ich mich mit Politik oder Wirtschaft und sowas gar nicht auskenne. Das Problem könnte sich ja theoretisch überall gleichermaßen beobachten lassen. Und dann durch Zufall stieß ich auf Theodor Adornos F-Skala. Eine Zusammenstellung von Überzeugungen, die Menschen einer Gesellschaft seiner Herleitung nach haben müssen, um besonders anfällig für Hass, Diktaturen und Faschismus zu werden. Und diese Kriterien, die er da nannte, die kamen mir auf einmal gespenstisch bekannt vor. Das waren genau die Überzeugungen, über die ich gestolpert bin, als ich mich mit der toxischen Maskulinität beschäftigt habe. Autonomie, Dominanzgebaren, das Abwerten alles Weichen, Kindlichen und Sensiblen, das Betonen von Rationalität, das Hingezogenfühlen zu starken Autoritäten, bam. Toxizität und Hass taucht nicht nur in allen möglichen Lebensbereichen auf, sondern wenn er nur genug genährt wird, führt er zu genau dem Extremismus, den ich mir vorgeknöpft hatte und den ich eigentlich bekämpfen wollte. Vielleicht war mein Kompetenzgebiet ja doch nicht so nutzlos und nischig, wie ich glaubte. Also knöpfte ich mir das Thema nochmal vor. Diesmal richtig. Autonomie ist besser als Abhängigkeit. Schweigen übertrifft Kommunikation. Es passt sich an die Bedingungen an. Und die Formulierung ist in dem Falle wörtlich zu nehmen. Es passt sich
an. Eigentlich sind die Eltern ja gleichzeitig die Aggressoren, die den Kindern das Leben schwer machen, aber auch idealisierte Heilsfiguren. Mein Vorteil war, zu dem Thema Geschlechtlichkeit hatte ich schon eine Wissensbasis, auf der ich aufbauen konnte. Und ein weiterer zweifelhafter Vorteil: die Überzeugungen kamen mir selbst bekannt vor. Ja, schlimmer noch, ich habe selbst mal genauso gedacht. Also ist ja alles ganz einfach, dachte ich. Dann kann ich mir die gefährlichen Fehlannahmen hinter der toxischen Maskulinität am eigenen Beispiel aufdröseln und entzaubern. Haha, wie schön, dass ich mir immer so bescheidene Ziele setze. Dass ich mich dem Extremismus und Hass von der Seite der toxischen Maskulinität nähere, soll übrigens nicht heißen, dass ich diese Formen für das Grundübel der Welt halte, sondern das war eben zufällig mein persönlicher Zugang. Da habe ich persönlich bei mir bemerkt, dass ich solche Überzeugungen habe. Bei anderen kann natürlich der Zugang auch ein ganz anderer sein. Also habe ich bei mir angefangen und mich Schicht für Schicht in die Tiefen hinter diesen toxischen Überzeugungen gearbeitet. Und da ich einmal dabei war, musste ich auch die toxische Weiblichkeit mit unter die Lupe nehmen. So etwas muss es ja schließlich gut sein, dass man mal beide Perspektiven erlebt hat, ne? Ein Schwächling, der noch nicht einmal den ersten Schritt zur Abhärtung gemacht hat. Das sind alles Barbaren, die von ihren behaarten Verwandten im Urwald nur unterscheidet, dass sie mit Messer und Gabel essen können. Auch wenn es mir mittelfristig darum geht, diese Zwistigkeiten zu überwinden, will ich das tun, indem ich die jeweilige Seite erst einmal versuche, so gut wie möglich zu verstehen. Dabei merkte ich aber doch recht bald, das ist alles andere als einfach. Zu jedem Verhalten, zu jeder Erfahrung kommt fast automatisch immer gleich der Disclaimer hinterher. Bei anderen könnte das natürlich auch alles ganz anders sein. Es bringt also eigentlich nicht viel, die Toxizität der anderen irgendwie zu beackern. Auch wenn das stellvertretend an einem selbst ist. Deren Leben kenne ich ja am Ende eh nicht. Wenn ich ganz ehrlich sein will, muss ich mir eine Geschichte hernehmen, die ich ganz gewiss kenne. Und das ist nun mal meine eigene. Ein weiterer Vorteil, den ich nämlich immerhin habe, ist, ich bin in Therapie und konnte da schon so manche Lehre herausziehen. Und die Erkenntnisse, die teile ich jetzt ganz einfach. Ich erkläre, warum ich geirrt habe und damals mir noch nicht mal bewusst war, dass ich mich geirrt habe. Das war halt die Stunde, als meine Couch-Videos das Licht der Welt erblickten. Damit kann ich auch nicht den Hass in den anderen Menschen heilen. Das kann ich sowieso nicht. Aber ich kann euch damit zeigen, es gab eine Zeit, da habe ich so gedacht wie ihr. Heute ist das nicht mehr der Fall. Und so habe ich es gemacht. So ein Prozess dauert lange, ist mühselig und ich kann mitnichten hier irgendetwas machen, was eine Therapie auch nur ansatzweise abbildet. Geschweige denn ersetzt. Aber ich kann zeigen, wie so eine Therapie abläuft. Was da so passiert, wenn Menschen miteinander umgehen. Ich kann zeigen, warum ich Emotionen immer für was Irrationales gehalten habe, weil ich schlicht nicht verstanden habe, warum die so oder so auftreten und ich mich ihnen irgendwie schutzlos ausgeliefert sah. Und was ich inzwischen schon darüber gelernt habe. Sowas kann ich zeigen. Wir erfahren rein gar nichts von den Therapeuten als Person. Ich helfe den anderen und erhalte als Lohn von diesen dann Dankbarkeit und Anerkennung für die tolle Hilfe, die ich geleistet habe. Aber obwohl das hier alles so selbstlos klingt und nach jemandem, der krampfhaft Weltverbesserer spielen will, hat mir die Arbeit an diesem YouTube-Kanal vor allem auch viel über mich selbst gelehrt. Zum Beispiel, dass ich immer im moderaten Mittelfeld zwischen den extremen Polen stehe. Früher habe ich das für eine Schwäche gehalten, so ein lauwarm Duscher, der nie voll committed ist und der deswegen auch in der Sache nie Spitzenklasse sein werden wird. Aber inzwischen weiß ich, dass ich in dieser Position im halbgaren Mittelfeld auch einen Standortvorteil habe, nämlich wenn es um Dialog und gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Auch die Vorstellung, dass mein Leben und meine Vergangenheit geradezu langweilig durchschnittlich ist, weil das so oder so ähnlich fast alle anderen auch erlebt haben. Es klingt dürftig und nicht sonderlich interessant, aber auch diese scheinbare Durchschnittlichkeit bringt etwas mit sich, was ich ansonsten nicht hätte. Es ist für mich viel leichter, Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen aufzudecken. Und während meiner Therapie sehe ich übrigens auch immer wieder, dass alle anderen auch viel mehr miteinander gemeinsam haben, als sie glauben. Egal, wer bei uns in der Gruppe sitzt, also unsere Besetzung wechselt ja immer wieder mal, jemand erzählt was und die Leute finden immer Parallelen zueinander. Sie können ein Thema aus verschiedenen Richtungen betrachten und auf diese Weise bereits Dinge aufdecken, die mir selbst gar nicht so klar sind. Was hat er denn jetzt noch?
Ist jetzt nicht langsam mal alles besprochen? Über mich gelernt habe ich aber auch, dass ich noch immer sehr nach Autonomie strebe und mir das meiste meiner Erkenntnisse auch für mich selbst ausbaldowere. Da habe ich wohl doch noch Arbeit vor mir. Aber immerhin trainiert das auch meine Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Also mir fällt es relativ leicht, bei einem Konflikt wechselseitig mehrere Konfliktparteien zu spielen und deren Motivation auch ernsthaft nachvollziehen zu können. Auch das hätte ich ohne diesen Kanal nie über mich gelernt. Tja, und das war so das große Gesamtbild, meine Mission, wenn ihr so wollt. Und von nun an kann es wieder weitergehen mit den Detailvideos über Gefühle und solche Dinge. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr durch diese kleine Erklärung nun besser wisst, wo ich eigentlich hin will und dass ihr durch das, was ich hier so erzähle, auch ein paar Aha-Momente über euch selbst erlebt. Also, dass ihr die Idee bekommt, was hinter den Dingen stecken könnte, die ihr an euch auch vielleicht nicht mögt oder die ihr versucht zu unterdrücken. Mir geht es halt darum, die vielen Facetten des Menschseins nicht einfach nur ans Licht zu zerren und dann mit eisernem Willen so lange daran herumzufeilen, bis es annehmbar aussieht. Nee, im Gegenteil. Egal wie schamvoll, wie peinlich oder wie ablehnenswert so vieles an unserem Erleben ist, andere haben das auch. Es gibt einen Grund dafür, warum das so ist. Und vieles davon lässt sich auch gar nicht wegmachen. So als ob man da dran rumschnibbelt. Das gehört halt einfach zum Menschsein auch dazu. Ja, nicht alles an Menschen ist schön oder edel oder wunderbar. Nö. Manchmal sind wir auch ziemlich anstrengend oder plump oder gar ätzend oder eben auch durchschnittlich. Wenn wir damit besser umgehen lernen, und zwar sowohl bei uns als auch bei anderen, dann ist das immerhin ja auch schon mal was. Ich hoffe jedenfalls, es gelingt mir genau das zu transportieren und in diesem Sinne wünsche ich euch farbenvolle Grüße bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnurz.